Als ich mal die Biografie von dem Schreker genauer angeguckt habe und die anderen Stücke, da wurde mir dann so klar, ach so, ich glaube, ich weiß, warum der dieses Stück geschrieben hat. Weil er im Endeffekt sehr viele Gemeinsamkeiten mit dem Protagonisten hat. Auch im Grunde ein Musiker, ein Künstler, ein sensibler Mensch, der sich da gefangen fühlt zwischen zwei großen Gewalten, die gegen ihn intrigieren. Und er fühlt sich beiden irgendwie hingezogen aus verschiedenen Gründen und trotzdem ist eigentlich keine Seite aber gut. Dann gibt es diesen ganzen Kampf zwischen den Heiden und den Christen und im Endeffekt ist es ja ein Stück, das absolut religionskritisch ist. Trotzdem fand ich es nicht hilfreich, es realistisch im Mittelalter anzusetzen und deswegen haben wir da eine abstrakte Übersetzung für gefunden. Zwei Welten, in denen er sich befindet, einmal hingerissen zu der katholischen, zu der religiösen Welt und einmal zu der freien, kreativen Welt, der heidnischen Welt. Weiß und schwarz. Wenn man in Schrekers Leben hineinreflektiert, symbolisiert es gleichzeitig die Angst, die er hatte. Die Angst vor Publikum nicht mehr Erfolg zu haben. Deswegen diese Umgebung von diesen Theatersaal füllenden 500 leeren Stühlen. When Julia and I first started speaking about this work, we felt that there was a great opportunity to go further into the psychological aspects of the characters and really go deeper. One of the ways we thought we could do that was with dancers. They act as the psychological processing of the emotions of the characters. And also to allow a foreshadowing or a counterpoint to the lead action between the narrative and the singing to be able to amplify certain feelings or to explain certain things that really haven't gone into depth within the text. Dann kommt von da oben, man sieht es im Schnürboden hängen, kommen dann eigentlich, woran er arbeitet, seine Orgelpfeifen herunter. Das ist also das innere Hören der Musik bei uns und die kommen runter und bilden dann in dem schwarzen Raum erst nur eine Ahnung, einen Traum, ein Hören von Klängen und in dem weißen Raum nimmt eben diese andere Gewalt, diese Kreativgewalt oder die Alladis Besitz davon und bis zur Pause hin entwickelt sich so ein Spannungsfeld zwischen diesen beiden Polen von Schwarz und Weiß, dass eigentlich sein ganzes Werk zusammenbricht. Und das sieht man dann auch bildlich, wenn die ganzen Säulen nacheinander dann umfallen und Alladis triumphierend dasteht, aber er im Grunde genommen ratlos zurückbleibt und von vorne anfangen muss, wieder in der Angst, allein gelassen zu werden, keinen Erfolg zu haben, wieder zurück in diesen leeren Raum mit diesen vielen Stühlen.
Ja, das ist hier unser Papierball, der auf die Bühne rollt und die anderen Papiere einsammelt, zusammen mit den Tänzern. Und dann kommt er zurück und brennt. Und man hat die Assoziation an die Bücherverbrennung 33. Das war ja ganz ähnlich der Situation, in der sich da der Schreker in diesen Zeiten der Weimarer Republik und als jüdischer Mann und Künstler gefunden hat. Vielleicht machen wir da eine Verbindung, dass wir sein Werk, jüdische Künstler aus dieser Zeit, im Grunde wieder aufleben lassen wollen. Und das versuchen wir auch mit dem Konzept. Weil wir die Geschichte ja mit Schrekers Leben selber verbunden haben und seinen Höhen und Tiefen in einem Schaffungsprozess und den zwei Welten, die er in sich zusammenführen muss, um zu einem guten Prozess zu kommen. Auch ein Komponist benutzt Papier. Also all das hat einen Symbolcharakter und das ist von den Bonner Werkstätten ganz toll gemacht. Das sieht so einfach aus, aber da man überall drauf laufen kann, hat das eine Fülle von Möglichkeiten. Es war ganz ungewöhnlich. Es gibt keine ganze Aufnahme von dem Stück. There was never a recording fully of this music, so we had to kind of explore. Und deswegen hat hier ein Korrepetitor, der Pauli, das einstudiert am Klavier. Und der Cameron und ich haben in der Arbeit an diesem Stück dann immer ellenlang dem Pauli zugehört. We really had to imagine what it would sound like. And it's only just been these last 2 weeks that we've really started to see and hear the full body of the score. Viele Menschen haben da unglaublich viel hart dran gearbeitet, dass wir das wieder hier auf die Bretter kriegen.